Hey und willkommen zur ersten Episode von General Exception und heute reden wir mal über Passwortmanager, um genau zu sein, über KeePass, ein freies Open-Source-Programm zur Speicherung und Erstellung von Passwörtern, damit man sich sichere Passwörter nicht merken muss. Wir alle wissen, ein sicheres Passwort ist ein Passwort, das sich kein Mensch merken kann. Wir haben hier schon mal die Homepage aufgerufen, keepass.info, und wenn wir hier auf Downloads gehen, haben wir hier verschiedene Versionen zur Auswahl. Für unseren Test heute verwenden wir die portable 2er-Version. Also hier auf Download, sich über SourceForge freuen und zack, da haben wir es auch schon runtergeladen. So, hier sind wir und das Archiv können wir jetzt einfach hier auspacken. Und hier ist auch schon alles drin, was wir brauchen. Wenn wir jetzt KeePass starten, ich habe das bereits vorher mal verwendet, von daher neue Datenbank erstellen, wichtige Informationen, Backups erstellen, denn wenn die Datenbankdatei weg ist, dann haben wir ein Problem. Und wir speichern die Datenbank im selben Ordner, in der wir auch KeePass haben. Wenn wir Database KDBX, das ist ein akzeptabler Name. Und als Masterpasswort wählen wir etwas, das wir uns gut merken können, das aber trotzdem relativ kompliziert ist. Also zum Beispiel ein Merksatz. Wenn wir zum Beispiel sagen würden, General Exception ist ein hervorragender YouTube-Channel, den ich unbedingt abonnieren sollte, Ausrufezeichen, dann haben wir doch hier schon ein recht brauchbares Passwort. Ich zeige das mal hier an. Man sieht, General Exception ist 1 anstelle von ein herausragender YouTube-Channel, den ich unbedingt abonnieren sollte. Ja, hervorragend. Euer richtiges Passwort sollte etwas länger sein, aber mit Hilfe solcher Merksätze kann man sich auch längere, kompliziertere Passwörter relativ gut merken. Und man sieht, wir haben Groß- und Kleinbuchstaben, eine Zahl, 2 Sonderzeichen. Das ist schon relativ okay. So, Datenbankname nennen wir sie mal testdb. Die anderen Optionen könnt ihr auf den Standardwerten lassen. Die sind eigentlich relativ vernünftig eingestellt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr euch euer Passwort und alles ausdrucken lassen könnt hier. Das mache ich jetzt nicht. Man kann das machen, allerdings den Wisch sicher aufbewahren. Am besten irgendwo im Safe, im Bankschließfach, irgendwo, wo keiner rankommt. Auf keinen Fall den Ausdruck an den Monitor pinnen oder sonstige Scherze. Schon mal schnell diese Beispieleinträge und legen wir mal einen neuen Eintrag an. Man sieht, er erstellt auch direkt ein Passwort, das man verwenden kann, aber das kann man noch weiter modifizieren. Machen wir doch mal testweise einen Account irgendwo. Versuchen wir mal einen E-Mail-Account. GMX, der E-Mail-Anbieter unseres Vertrauens. Nur eben nicht. Also geben wir einen schönen Namen, GMX-Mail, Username KeePass Videotest. Das Passwort lassen wir uns jetzt mal hier generieren, mit dem Passwortgenerator. Wir wollen ein schönes langes haben, 32 Zeichen. Und ein paar Sonderzeichen dazu. Wunderbar. Und jetzt haben wir dieses Passwort hier generiert. Das sieht doch recht brauchbar aus. 198 Bits Entropie mit 32 Zeichen. Das ist ziemlich sicher und sollte nicht geknackt werden. Ich gebe hier noch schnell die URL ein. Das ist gmx.net. Das hat mich später einige Vorteile. Und als Node E-Mail Test. So. Bam. Gespeichert und jetzt haben wir hier unseren Eintrag. Ich kopiere jetzt mal das Passwort raus und gebe es hier ein. Er nimmt es sogar an, sehr schön. Und jetzt trage ich noch schnell meine Daten ein und dann sind wir gleich wieder da. Und da sind wir wieder. Der Account wurde zwischendurch eingelegt. Dann wollen wir hier mal mit Perform Autotype oder einfach nur STRG V. Zack. Und wir wollen das Passwort jetzt nicht speichern. Zack. Und wir sind drin. Sehr schön. Aber das ist uns ja vielleicht ein wenig zu umständlich, dass hier mit der immer in das andere Programm wechseln müssen. Wer möchte das schon? Glücklicherweise gibt es auch ein Browser-Add-on für sowohl Firefox als auch Chromium. Hier Task auf der offiziellen Homepage
für Firefox und für Chrome. Da ich jetzt hier auf Chrome bin, installieren wir es mal. Ich habe es bereits installiert. Das versteckt sich dann hier in dem kleinen Symbol. Da fügen wir jetzt unsere Datenbank zu. Hier wird bereits empfohlen, dass man die Datenbankdatei in Dropbox, Google Drive, OneDrive oder sonst einem Cloud-Speicher ablegt, was tatsächlich eine gute Idee ist, denn so bleibt es einfach über verschiedene Geräte synchron. Und da die Datenbank verschlüsselt ist, macht es auch nichts, wenn man dem Cloud-Anbieter weniger vertraut. Aber für unseren Test wähle ich jetzt hier vom lokalen Dateisystem. Zack, eingebunden. Und ja, mal schauen. Jetzt kann ich hier die Datenbank öffnen, muss natürlich mein Passwort eingeben. Also. Entsperren, zack. Und er hat auch direkt gefunden, hier für GMX ist das wohl eine sinnvolle Geschichte. Also hier den Textcursor ins Nutzernamenfeld setzen und dann hier auf den Zauberstab klicken. Jetzt wird erstmal abgefragt, ob das Add-on überhaupt zugreifen darf, aber das wollen wir erlauben. Und zack, werden die Daten eingetragen und wir sind drin. Ich möchte es immer noch nicht speichern. Ja, und so einfach geht das dann auch. Nun, was tun, wenn man an einem fremden Rechner ist? Nun, das ist der Grund, warum wir hier die mobile Version installiert haben. Wir können jetzt einfach den gesamten Ordner nehmen und ihn bequem auf einen USB-Stick, eine SD-Karte oder was auch immer verschieben. Und dann könnt ihr einfach von eurem USB-Stick aus auf jedem beliebigen Windows-PC die KeePassExe starten, eure Datenbank öffnen und ihr habt dann an jedem Windows-Rechner Zugriff auf alle eure Passwörter. Wichtig ist dabei nur, merkt euch das Passwort für eure Datenbank, weil wenn das wegkommt, habt ihr ein Problem. Und natürlich denkt dran, Backups von eurer Datenbank zu machen. Denn wenn alle eure Passwörter so aussehen, dann viel Spaß euch die zu merken. Von daher bewahrt Backups davon. Das ist der Grund, warum halt das Add-on zum Beispiel auch empfiehlt, die Datenbank auf einem der Cloud-Speicher, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, eine eigene OwnCloud-Instanz, was auch immer, zwischen zu speichern. Denn falls was passiert, haben eure Daten dann zumindest ein Backup in der Cloud. Oder ihr behaltet eine Kopie auf eurem Rechner und eine andere auf dem USB-Stick, den ihr dann immer mitnehmt. Auch das sollte euch vor dem Verlust der Datenbankdatei bewahren. Und das ist eigentlich alles. Wie ihr seht, sichere Passwörter zu verwenden muss nicht kompliziert sein. Und wie ihr seht, auch auf anderen Betriebssystemen wie Linux und macOS, sowie auf den mobilen Betriebssystemen Android, iOS und auch einige obskurere wie BlackBerry und Microsoft Windows Mobile, kann man KeePass benutzen. Das heißt, selbst auf dem Smartphone kann man dann solche Klopperpasswörter wie eben generiert eingeben. Tja, ich hoffe, ihr fandet das Video erhellend. Wenn es euch gefallen hat, überlegt euch ein Like auf dem Video zu lassen und für mehr Videos einfach mal den Kanal abonnieren. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.